Es war ein ganz gewöhnlicher Mittwochnachmittag. Die Sonne fiel durch die dünne Gardine im Wohnzimmer und tauchte die einfachen, aber gepflegten Möbel der kleinen Wohnung in warmes Licht. Von draußen hörte man Kinder lachen, vermischt mit dem leisen Pfeifen des Wasserkessels auf dem Herd. Renata arbeitete als Reinigungskraft in einer Privatschule im Süden von São Paulo. Jeden Tag kam sie gegen 16:30 Uhr erschöpft, aber mit dem Gefühl von Stolz nach Hause, denn sie konnte die Miete zahlen und ihrem Sohn zumindest das Nötigste bieten. Lukas, 16 Jahre alt, war ein zurückhaltender Junge. Höflich, fleißig, aber zunehmend verschlossener. Seit Jahresbeginn zog er sich immer mehr zurück, verbrachte Stunden in seinem Zimmer. Auf Fragen antwortete er meist einsilbig oder mit einem Kopfnicken. Renata versuchte es zu verstehen, hielt es aber für eine Phase der Pubertät. Auch sie war einst so gewesen, wenn auch unter ganz anderen Umständen. Nach dem Tod ihrer Eltern, aufgewachsen bei einer strengen Großmutter, hatte sie früh gelernt, Schmerz hinter Lächeln zu verstecken. An diesem Nachmittag beschloss sie, etwas aufzuschieben, das längst fällig war: das Zimmer ihres Sohnes aufzuräumen. Lukas war bei einem Schulfreund zum Lernen und die Stille in der Wohnung schien der perfekte Moment. Langsam öffnete sie die Tür, als würde sie um Erlaubnis bitten. Das Zimmer war unordentlicher als sonst. Kleidung auf dem Stuhl, leere Gläser, verstreute Papiere. Sie begann zu sortieren, summte dabei eine alte Melodie, die ihre Großmutter oft gesungen hatte. Als sie das Bücherregal abstaubte, fiel ihr ein dünnes, schwarzes Notizbuch auf. Eingeklemmt zwischen einem Buch von Machado de Assis und einem über moderne Physik. Es gehörte offenbar zu keiner Schulunterlage. Neugierig schlug sie es auf. Es war kein Schulheft, kein Tagebuch. Es war ein Brief, oder besser gesagt, mehrere handgeschriebene Seiten, wie ein Geständnis. Wenn du das hier liest, dann habe ich entschieden, dass es Zeit ist. Zeit, die Wahrheit zu kennen. Zeit, zu verstehen, warum ich solche Angst davor habe, wer ich bin. Renata spürte einen Schauer über ihren Rücken laufen. Die Handschrift, ohne Zweifel. Lukas. Sie blätterte um. Ihr Herz pochte. Ich bin aufgewachsen mit der Geschichte, dass mein Vater verschwunden sei, noch bevor ich geboren wurde. Dass er die Verantwortung nicht tragen konnte. Dass er einfach verschwand. Und dass meine Mutter alles alleine durchgezogen hat. Renata hielt inne. Tiefes Einatmen. Es war wahr. Aber da stand noch mehr. Doch eines Tages hörte ich zufällig ein Gespräch auf dem Flur der Schule. 2 Männer, die ich nicht kannte. Einer sprach über eine Frau namens Renata, die mit dem Sohn eines sehr wichtigen Mannes verschwunden sei, dass der Junge keine Ahnung hätte, wer sein Vater ist. Ihre Hände begannen zu zittern. Zuerst dachte ich, das hat nichts mit mir zu tun, aber der Name, die Beschreibung, alles ließ mich zweifeln. Hat meine Mutter mich angelogen, um mich zu schützen? Gibt es etwas, das ich nicht weiß? Renata ließ das Notizbuch aufs Bett sinken, setzte sich langsam. Ihre Gedanken kreisten wie ein Sturm. Sie hatte Lukas nie die ganze Wahrheit erzählt. Sie sagte nur, was sie für sicher hielt. Der Vater sei verschwunden. Sie wisse nicht, wo er sei. Technisch war das keine Lüge, aber eben auch nicht die ganze Wahrheit. Lukas war das Ergebnis einer Geschichte, die sie glaubte, für immer begraben zu haben. Eine Geschichte voller Liebe, Angst, Macht und Scham. Der Vater, Gustavo, war der Sohn eines der einflussreichsten Unternehmer São Paulos. Ein arrogantes, aber kluges Erbe, mit dem sie sich eingelassen hatte, als sie als Empfangsdame in einer Firma der Familie arbeitete. Es war eine geheime Beziehung. Als sie schwanger wurde, reagierte er sofort. »Treib ab, das ruiniert meine Karriere.« Sie weigerte sich. Tage später war sie gefeuert. Ohne Grund, ohne Abfindung. Es folgte eine Drohung. Wenn sie etwas erzähle, würde Gustavos Vater ihr Leben zerstören. Renata floh. In ein anderes Viertel. Mit neuer Telefonnummer, neuem Leben. Lukas fragte nie direkt und sie hielt an ihrem Schweigen fest. Aus Angst. Aber nun kam alles ans Licht. Und der Sohn, den sie immer schützen wollte, wusste bereits mehr, als sie geahnt hatte. Sie blätterte weiter. Wenn er mein Vater ist, warum hat er mich nie gesucht? Warum wollte er nie wissen, ob ich existiere? Ich habe seinen Namen gegoogelt. Er ist jemand Bekanntes, hält Vorträge, hat eine Frau, 2 kleine Kinder, ein perfektes Leben.
Ich will kein Geld. Ich wollte nur wissen, ob er sich für mich schämt. Renata weinte. Sie hielt das Notizbuch an ihre Brust. Mein Gott, was soll ich jetzt tun? Hast du schon einmal zwischen Wahrheit und Schutz entscheiden müssen? Renata konnte in dieser Nacht kein Auge schließen. Sie saß auf der Bettkante, das Notizbuch von Lukas im Schoß und starrte an die Wand, als könne sie dort Antworten finden. Ihre Gedanken kehrten zu den Tagen zurück, als sie 20 war und glaubte, allein gegen die Welt bestehen zu können. Sie dachte darüber nach, ihrem Sohn endlich alles zu erzählen, ihr Herz zu öffnen. Aber sie hatte Angst. Angst, dass er sie hassen würde, weil sie so lange geschwiegen hatte. Angst, das Wertvollste zu verlieren, das sie verband. Sein Vertrauen. Doch am meisten fürchtete sie, dass er seinen Vater aufsuchen und sich noch mehr enttäuscht fühlen würde. Am nächsten Morgen lag Spannung in der Luft. Lukas kam früher nach Hause als sonst. Als er die Wohnung betrat, traf sich sein Blick mit dem der Mutter, und er wusste sofort, dass sie alles gelesen hatte. »Du hast es gefunden, oder?« fragte er mit leiser Stimme. Renata atmete tief durch. »Lukas, warum hast du nicht mit mir gesprochen?« »Weil ich wusste, dass du ausweichst, Mama, wie immer.« Er sagte es nicht wütend, sondern mit Traurigkeit. »Du hast mich mein ganzes Leben lang belogen.« Renata spürte einen Stich im Herzen, aber sie wusste, dieser Moment musste kommen. Sie zog einen Stuhl heran, setzte sich ihm gegenüber und begann zu erzählen. Alles, ohne etwas auszulassen. Sie sprach über Gustavo, über die komplizierte Beziehung, über seine Weigerung, Verantwortung zu übernehmen, über die Drohungen seines mächtigen Vaters. Sie erzählte vom Weglaufen, vom Schweigen, von der Angst. Lukas hörte zu, still, ohne sie zu unterbrechen. Und als sie endete, sagte er, »Ich muss ihn sehen. Ich muss wissen, wer er ist, mit meinen eigenen Augen.« In den darauffolgenden Tagen begab sich Lukas auf eine diskrete Recherche. Er fand heraus, dass Gustavo einen öffentlichen Vortrag an einer Privatuniversität halten würde, eine perfekte Gelegenheit. Nicht um sich vorzustellen, das war er sich noch nicht sicher, sondern um ihn zu beobachten. An diesem Abend zog Lukas sein bestes Hemd an, nahm das schwarze Notizbuch mit den Briefen, inzwischen mit neuen Notizen ergänzt, und machte sich auf den Weg. Renata wartete in der Wohnung, mit dem Handy in der Hand und einem Herzen, das raste. Der Hörsaal war voll. Gustavo trat souverän auf, sprach über Führung, unternehmerische Ethik, über Erfolg. Lukas saß in der letzten Reihe und betrachtete ihn aufmerksam, suchte nach Ähnlichkeiten, die Gestik, das Lächeln, die Stirnfalten. Aber alles wirkte weit entfernt, wie zwei Welten, die nie zueinander finden würden, und in gewisser Weise stimmte das auch. Nach dem Vortrag mischte sich Lukas unter die Studierenden, wartete, bis Gustavo allein zum Parkplatz ging. »Herr Gustavo?« rief er, die Stimme zitternd. Der Mann drehte sich um, höflich. »Ja? Kann ich helfen?« Lukas zögerte, sah in die Augen des Mannes, den er ein Leben lang kennenlernen wollte, und erstarrte. »Ich glaube nicht«, antwortete er. »Entschuldigung.« Er drehte sich um und ging, mit einem Herzen voller Fragen. Renata hörte die Wohnungstür gegen 22 Uhr. Lukas trat ein, legte das Notizbuch auf den Tisch und ging wortlos in sein Zimmer. Sie klopfte wenige Minuten später, trat leise ein. Er lag auf dem Bett, starrte zur Decke. »Hast du ihn gesehen?« fragte sie leise, setzte sich zu ihm. Lukas nickte. »Ich habe ihn gesehen, aber er hat mich nicht erkannt. Und vielleicht ist das auch besser so.« Renata berührte seinen Arm. »Du bist nicht allein. Du warst es nie.« Er drehte den Kopf zu ihr, und zum ersten Mal seit Wochen ließ er seine Tränen zu. Sie hielt ihn fest, wie damals, als sie ihn zum ersten Mal im Arm hielt. Was Lukas nicht wusste, er war nicht unbeobachtet geblieben. Einer der Sicherheitsleute im Auditorium hatte sein Verhalten bemerkt. Aus Vorsicht informierte er seinen Vorgesetzten. Der Name Lukas wurde weitergegeben. 2 Tage später hatte Gustavo das Bild des Jungen auf seinem Bildschirm und er erkannte ihn sofort. Die Augen, das Kinn, der Blick. Alles erinnerte ihn an Renata und an den Tag, an dem sie ihm sagte, dass sie schwanger sei. Die Wahrheit traf ihn wie ein Blitz und mit ihr kam ein Dilemma. Ignorieren
oder dem Vergangenen endlich begegnen? 3 Tage später erhielt Lukas eine anonyme Nachricht. Wenn du bereit bist zu reden, ich warte im Café Aurora um 17 Uhr. Thema: aufgeschobene Wahrheiten. Er zeigte die E-Mail seiner Mutter. Renata wurde bleich. Das ist er. Ich bin sicher. Lukas zögerte, aber sagte dann: ich gehe. Und diesmal würde er nicht weglaufen. Ein ruhiges Café mit Holztischen, warmem Licht und dem Duft von frisch aufgebrühtem Kaffee. Gustavo saß am Fenster, allein. Vor sich ein Briefumschlag. Als er Lukas eintreten sah, stand er auf. Er wirkte älter, verletzlicher. »Lukas?« fragte er zögernd. Der Junge nickte, setzte sich. Stille. Gustavo begann: »Ich weiß, wer du bist. Und ich bereue es jeden Tag, dass ich damals nicht mutiger war.« Lukas atmete tief. »Wusstest du von mir?« »Nein, aber ich hätte es ahnen müssen. Als sie von der Schwangerschaft erzählte, habe ich nur an meine Karriere gedacht. Ich war ein Feigling.« Er zog ein altes Foto aus dem Umschlag. Renata, jung, ele, sorrindo no parque. Sie gab mir das, als sie ging. Ich habe es behalten, aber nie den Mut gefunden. Lukas hörte zu. Gustavos Stimme zitterte, mas era honesta. »Ich will nicht, dass du mich Vater nennst. Ich wollte dich nur sehen und mich entschuldigen.« Lukas schwieg, dann sagte: »Mein Leben lang wollte ich wissen, wer mein Vater ist. Jetzt weiß ich es. Aber ich weiß nicht, ob das etwas an mir ändert.« Gustavo assentiu. »Nimm dir alle Zeit. Ich bin da.« Lukas Levantose. »Vielleicht eines Tages, aber heute wollte ich nur Danke sagen. Dafür, dass du diesmal geblieben bist.« Er verließ das Café. Und zum ersten Mal fühlte sich sein Herz ein wenig leichter an. Auf der anderen Seite der Stadt kämpfte Gustavo mit einer anderen Art von Sturm. Das Gespräch mit Lukas hatte etwas in ihm aufgewühlt, das lange geschlafen hatte. Zum ersten Mal seit Jahren fühlte er sich menschlich. Aber jetzt musste er sich den Konsequenzen stellen, seiner Frau, seiner Familie, seinem kontrollierenden Vater, der keinen Skandal, kein Imageproblem duldete. Gustavo wusste, wenn er öffentlich machte, dass Lukas sein Sohn war, würde sich alles ändern. Sein Ruf, seine Firma, vielleicht auch seine Ehe. Aber zum ersten Mal wollte er nicht mehr weglaufen. Er rief seine Frau Isabela ins Wohnzimmer. »Bevor du es von jemand anderem hörst, ich muss dir etwas erzählen.« Isabela war schockiert. Zuerst kam Wut, dann Verdrängung. Doch Gustavos Blick, verletzlich, aufrichtig, rührte sie zutiefst. »Er ist dein Sohn?« fragte sie mit zitternder Stimme. »Ja, und ich habe ihn getroffen. Er ist großartig.« Tränen liefen über Isabelas Wangen. Sie hielt sich an der Sofakante fest. »Wie alt?« »16.« »Mein Gott!« Stille. »Willst du ihn anerkennen?« »Wenn er es zulässt. Und wenn du es mir erlaubst.« Sie schloss die Augen. Minutenlang. Dann öffnete sie und sagte: »Ich verlange nur eines. Lauf nie wieder davon. Weder vor ihm, noch vor mir.« Ein paar Tage später kam eine neue E-Mail bei Renata an. Von Gustavo. »Ich möchte euch zum Abendessen einladen. Nicht um über die Vergangenheit zu sprechen, sondern über die Gegenwart und, wenn möglich, über die Zukunft.« Renata war unsicher. Lukas hingegen, überraschend klar. Wir gehen. Und sie gingen. Gustavos Haus war edel, aber warm. Kein Prunk, nur Stil. Isabela empfing sie mit Respekt. Die Stimmung war angespannt. Viele Wunden waren noch offen. Aber es lag etwas in der Luft. Hoffnung. Beim Abendessen ging es nicht um Vorwürfe. Sie redeten über Filme, Bücher, Musik. Lukas erzählte, wofür er sich interessierte. Von seinem Wunsch, Journalismus zu studieren. Gustavo hörte mit glänzenden Augen zu. Am Ende des Abends bat er Lukas um ein kurzes Gespräch unter 4 Augen. »Ich will keinen Platz einnehmen, der mir nicht gehört. Aber wenn du mich eines Tages brauchst, ich bin da.« Lukas antwortete nicht sofort, doch dann streckte er ihm die Hand entgegen und zum ersten Mal berührten sie sich, Vater und Sohn. Gustavos Vater, als er davon erfuhr, explodierte. Er wollte eingreifen, drohte, schickte Anwälte. Er sagte, der Ruf der Familie dürfe nicht durch einen Fehler von damals beschädigt werden. Aber Gustavo war nicht mehr der Mann von früher. »Wenn ich mich zwischen meinem Ruf und meinem Sohn entscheiden muss, wähle ich ihn.«
Er gab seinen Anteil an der väterlichen Firma ab, gründete eine eigene Beratung und begann ein neues Leben. Ein Leben, in dem Wahrheit kein Geheimnis mehr war, das in einem Notizbuch vergraben lag. 6 Monate vergingen. Lukas begann sein Journalismusstudium. Renata nahm abends wieder Unterricht, etwas, das sie damals aufgegeben hatte, als sie Mutter wurde. Und Gustavo war präsent, immer öfter. Er und Lukas wurden nicht beste Freunde. Aber sie bauten etwas Wertvolleres auf, eine echte Verbindung, ohne Eile, ohne Druck. Isabela, die nie eigene Kinder hatte, begann Lukas wie ein Patenkind des Herzens zu behandeln. An einem gewöhnlichen Samstagmorgen, bei einem gemeinsamen Frühstück, sagte Lukas plötzlich: »Ich dachte, ich brauche keinen Vater.« »Und jetzt?« fragte Gustavo lächelnd. Lukas überlegte kurz. »Jetzt weiß ich, dass man manchmal einfach Mut braucht und Zeit, um jemanden hereinzulassen.« Renata legte das schwarze Notizbuch in eine Schachtel zurück, aber vorher schrieb sie noch eine letzte Seite. »Mein Sohn, du warst stärker als ich. Du hast Türen geöffnet, die ich aus Angst verschlossen habe. Du hast mir gezeigt, dass Wahrheit schmerzt, aber es mehr schmerzt, sie zu verschweigen. Danke, dass du mir verziehen hast, ohne es sagen zu müssen. Und danke, dass du mir gezeigt hast: für Neuanfänge ist es nie zu spät.« Auf das Cover des Notizbuchs schrieb sie mit goldener Tinte: »Lukas, das Kapitel, das alles veränderte.« Hast du selbst schon einmal eine Wahrheit erfahren, die dein Leben auf den Kopf gestellt hat? Schreib in die Kommentare, aus welcher Stadt du zuschaust und ob dich diese Geschichte berührt hat. Vielen Dank fürs Zuschauen.